Liebe Leute, dann machen wir mal weiter hier mit Suzerain und dem gerade frisch eingeschworenen Präsidenten Anton Rayne, der jetzt mal in den Zeitungen nachschauen möchte, was denn wohl die Medien schreiben über den neuen Präsidenten. Und das ist ganz interessant, es gibt hier verschiedene Zeitungen sozusagen mit verschiedenen politischen Ausrichtungen. Also wir haben die The Wholesale Post, die sozusagen das Nachrichtenblatt der Hauptstadt. Wir haben Sordland Today. Wir haben Wachen Times. Dann haben wir Radical, Economists und Geopolitico. Geht es dann später, wenn wir in die Diplomatie einsteigen. Darum, wir gucken mal uns das an. The Wholesale Post. Rayne emphasized Sordlands' dire situation. President Anton Rayne has been sworn into duty in a great ceremony in Wholesale. Und sogar hier in den Zeitungsbeiträgen gibt es halt diese Verlinkung zum Kodex. Das finde ich sehr gut gemacht. Thousands have attended the ceremony where President Rayne has met with his supporters for the first time after his election. In his inauguration, Rayne spoke about the current dire situation, bringing focus on the suffering of Sordish people. We are enduring economic hardship like never before, and today our nation is falling apart, said the new president before he went on to start his first day in the Maroon Palace. Okay, vielleicht auch bezeichnet, dass sie genau diese Phrase ausgewählt haben. Sordland Today schreibt, President Anton Rayne. The new president has been sworn into office by the Chief Justice Orso Hawker. Another great win for the USP, the United Sordland Party, and Anton Rayne, who managed to get 37% of the general vote. So viel ist das ja nun nicht. Aber das liegt dann wohl am Wahlsystem, ne? Dass die USP sich da durchsetzen kann. Wobei es eine Direktwahl scheinbar ja ist. Naja, wir werden sehen, wie genau das organisiert ist, wenn wir uns mit der Verfassung auseinandersetzen. The first congratulations came from Cesaro Kibbener of the National Front Party. Oh Gott, oh Gott. The runner-up of the general vote, the PFJP, didn't concede until the last minute, but the results were clear since several hours in. Thousands of supporters have gathered in the streets of Dyer chanting campaign slogans, waving flags and displaying USP party banners to display unwavering support to the newly elected president. The public mood is very positive in the city from all accounts on the ground. The city is celebrating that a Dyer-born president with humble roots is now sitting in the Maroon Palace. Aha. The National Front Party. Oh Gott, das Logo, ey. The National Front Party is a nationalist, ultra-conservative political party in Sordland, which currently is the second biggest opposition party in the Grand National Assembly of Sordland and is led by Cesaro Kibbener. The NFP was established in 1930 by a group of young nationalists. Aha. Vielleicht haben wir denen sogar in diesen Kämpfen da, sind wir dem gegenübergestanden. In the city of Jen. The party mainly followed an ethnic nationalist political agenda with aggressive and threatening campaigns throughout the 30s, which made it to be perceived as an extremist party, but later moderated its views under the leadership of Cesaro Kibbener, who took over the leadership in 1949 and worked towards making the party more approachable for a larger audience. In the 53 elections, NFP gained the best results in its history, becoming the third biggest party in Sordland. Oh Schreck, oh Schreck. Das klingt alles nicht so schön. Und was ist mit der PFJP? The People's Freedom and Justice Party is a political party in Sordland which has promoted both liberalism and social democracy in the country. It is led by Franz Richter and currently is the main opposition in the Grand National Assembly of Sordland. Warte mal, Franz Richter ist uns doch schon begegnet. Ach, das war der vorherige... Ja.
Der war doch Präsident, oder nicht? Kriege ich es jetzt schon durcheinander? Opposition against Tarkin Sol. Ja, okay. Wollen wir uns nicht weiter durchlesen. Okay. The PFJP was established during the Lacheven Congress in 32 is a union of opposition groups against the government of Tarkin Sol. The party is regarded as a center-left political party with traditional ties to the middle and upper classes such as white-collar workers, bureaucrats, academics, college students, left-leaning intellectuals and labor unions, as well as Sozialdemokratische Partei. However, the distance between the party administration and many leftist grassroots, especially left-oriented Bludish voters, as well as Franz Richter's support for free market reforms, contributed to the party's shift away from the political left. Ja, okay, das bestätigt das mit den Sozialdemokraten. They represented the reformist faction of the Grand National Assembly, advocating for a more democratic constitution. The party opposed the constitution written by Tarkin Sol and deems it undemocratic. They are seen as the alternate to the USP and have been a major force in Swedish politics since its first elections. The PFJP has been steadily increasing its population among the Swedish population. Its popularity among the Swedish population who are unhappy with their current situation. Der war Minister, ja, aber er hat auch den inneren Widerstand, glaube ich, angeführt, ne? Gegen Tarkin Sol. Okay. Aber das ist interessant, dann kann man mit denen vielleicht sozusagen ein politisches Bündnis eingehen, wenn es um die Reformierung der Verfassung geht zumindest. Die Lawachen Times schreibt: The new assembly begins duty. President Anton Rayne has been elected fourth president of Sordland in the seventh Sordish elections. The United Sordland Party has won the election on Sunday with just over 37% of the vote, while Franz Richter, the leader of the People's Freedom and Justice Party, could gain just over 20%. Cesaro Kibana, the head of the right-wing National Front Party, is in third place with just over 11%. The Communist Party of Sordland and the Workers' Party of Bludia both won just below 10% of the vote, failing to pass the 10% election threshold. Okay, die haben 10% Hürde. Oh, krass. The new term begins with the opposition of PFJP and NFP under the USP government. The unrepresented votes below the threshold resulted in the USP taking 52% of the seats, giving them the lawmaking power. The new seat numbers have been finalized as follows: USP 130, PFJP 70, NFP 40 and Independents 10. Ah, okay. Ja, dann kommt's raus, ne? Es gibt eine 10% Hürde und die both just one below 10%. Das heißt quasi fast 20% der Stimmen sind jetzt nicht repräsentiert im Parlament, aber werden sozusagen anteilig auf die anderen Parteien angerechnet, wodurch die USP, obwohl sie nur 37% der Stimmen bekommen hat, 52% der Sitze im Parlament hält. Eine absolute Mehrheit. Wie bekommt man Unabhängige bei einer 10%-Hürde? Das ist eine sehr gute Frage. Vielleicht, ja. Vielleicht läuft es tatsächlich über Wahlkreise oder sowas, ne? Aber wie das dann müsste es Erst- und Zweitstimmen geben und keiner der Kandidaten der Communist Party und der Workers Party dürften irgendwie eine Mehrheit in einem Wahlkreis bekommen haben. Aber trotzdem jeweils fast 10% bei den Zweitstimmen.
Irgendwie so würde es vielleicht halbwegs Sinn ergeben. The Radical Voice of the Unheard schreibt: Another USP President. How many times will people fall for the same trap? We've seen this before with Colonel Soul, who supposedly saved the country and brought stability in times of chaos. His stability, however, meant a life of oppression. Any opposing voices were silenced and many were persecuted. Next was Alfonso, who was elected as the liberal reformer to bring change to the USP and Sordland. Seeing his unfortunate inability, his own cabinet resigned. As the third USP candidate becomes president, it is high time to realize that real change won't come from their party. Okay. Und die in Wirtschaftszeitung schreibt: Restructure the infrastructure? After the recent successful mega infrastructure projects from United Contana and Valksland, the world is warming up to the idea as a source of growth and employment. But is there any truth to this success? Our investment analysis indicates that infrastructure investments can be fruitful in the short term, but even more so in the long term, especially if they focus on linking economic nodes that business logistics depend on. This is, however, the first step. The crux of the matter is diversification of investment, where the government supports employment and growth. It is key to help private businesses with government contracts, tax breaks, and political support in order to create a self-sufficient and dynamic economy. The government's role in Sordland should be to integrate to the world economy and reap the benefits of global trade. Economic growth and income inequality in this country won't be fixed otherwise. Also die werben für eine freie Marktwirtschaft mit Regierungsunterstützung, ja, also die Regierungspolitik solle sich sozusagen dem Ziel des politischen Wachstums unterordnen und in dem Bereich investieren. Aha. And Solonomics. A new era begins for Sordland, and it holds many economic questions that will need to be answered by President Rayne. Our top economic analysts, with consultation from the National Business Council, have released a comprehensive report on the performance of the past 20 years. A certain section of the report stands out. The last two 4-year plans of the planned doctrine created a budget deficit and a clear reduction of the industrial production output. This was specifically due to mismanagement and inefficient bureaucracy. The year-on-year growth, budget balance, and production index values indicate that the two most productive consecutive years had been when the privatization program of Alfonso began in 1949. Our editorial team, with the help of experts like Michael Evan and Edith Ecknock, have come to the conclusion that the recession was not actually caused by Ewald Alfonso's bold privatization program, but by the drastic obstructions of state executives hindering the plan. President Rayne must take the advice of planned economy proponents around him with a pinch of salt, otherwise he could find himself in the same spot of Tarkin Soul in the mid-40s. Ja, das war zu erwarten, ne, von einem Wirtschaftsblatt. Die Privatisierung ist gar nicht schuld, sondern es liegt daran, dass die Behörden sozusagen verhindert haben, dass die Privatisierung ernsthaft umgesetzt wurde. Naja. Wollen wir mal sehen, ob wir uns von der öffentlichen Meinung hier was diktieren lassen wollen. Also, Holsort, die Hauptstadt. Es gibt einiges zu tun. Und zwar Berichte, logistische Probleme, militärische Fragen hier, der Generalstab versammelt sich. Briefing können wir bekommen über die politische und die wirtschaftliche Situation. Ich würde sagen, wir starten mit der politischen Situation, dann der Wirtschaft und dann gucken wir uns mal an, was mit den anderen Sachen hier los ist. Oder vielleicht, bevor wir die
dieses Briefing mitnehmen, holen wir uns den Report mal. Aber ich würde sagen, die politische Situation ist jetzt das, was primär wichtig ist. Peter Vectern, das ist unsere rechte Hand, arrived a couple of minutes early and sat across from me. He was struggling to hold back his smile. We did it, Anton. We won. Finally. All those years with our noses to the grindstone paid off. Peter's eyes sparkled. The strain of the past month had put a damper on his usual rakish charm. But today he was looking and acting more like his old self. He loosened his tie and undid the top 2 buttons of his shirt. Enjoying the new secretary I picked out for you? Thought you'd appreciate her gorgeous set of talents. Oh God. It's a shame the rest of your staff aren't as easy on the eyes. Okay. He gestured to the slight paunch that protruded over his waistband. Okay. But hey, back in university, did you ever imagine we would be sitting here in the Maroon Palace? We have to celebrate this great victory. Alter Sexist, der Peter. Wollen wir jetzt feiern? Ich glaube nicht. Bisher war Anton der pragmatische Typ, von daher, es gibt Arbeit zu tun. Wir können später feiern. This is not the time to celebrate, Peter. We have work to do. Yes, I agree. We've got things to do today. We can't let loose at the ball. Let's move on with the meeting. We'll be talking about our political strategy for this term. Lucian and I had a meeting with the party and the reformists. We mostly see eye to eye, but I would want to know what you think. Sie haben sich mit den Reformern getroffen. Und mit der Partei. Hoffen wir, dass die Dinge gut stehen. Sprechen wir darüber, wenn Lucian ankommt. Oder sprechen wir... Begegnen wir uns auf Augenhöhe. Ich glaube, wir bleiben pragmatisch und sprechen darüber, wenn Lucian arrives. The door swung open and Lucian Galat, ich weiß gar nicht, wie ich diese Namen eigentlich aussprechen soll. So eine Mischung manchmal aus Englisch und ja, irgendwie slavisierten Namen. Lucian Galade. Ich weiß es nicht. Lucian Galat. My chief strategist walked in. He was a compact man with sharp, bird-like features. After briefly surveying the room from wall to wall, he sat down, poured a glass of water and opened his briefcase in a series of quick, graceful movements. Gentlemen, the tall case clock in the room struck 3 o'clock. Damn, you're exactly on time, sagt Peter. Hello, Peter. Lucian then turned towards me. He very slightly bowed his head. Let's not waste any time. Go ahead with the overview. As you wish, sir. Lucian spoke in soft, clipped tones that immediately drew your attention towards what he had to say. Peter and I waited for him to proceed. Let's start by evaluating our current situation. The majority of the Swedish people demand change. They are more concerned about the economy than the constitution, but they blame the system for their problems. People are losing their trust in our democracy, like Peter. Why do you think radicals like Bernard Circas are becoming more popular? Everyone's expecting us to bring the change the last government did not. Ganz kurz gucken, wer Bernard Circas ist.
Ein sordischer Poet. Schriftsteller. He joined the Red Youth during the Sordish Civil War. Hey Mensch, vielleicht sind wir ihm begegnet. And fled Sordland after the war was over, surviving the purge. Aha, ja, jetzt kommt's raus. Also Tarkin Sol war offensichtlich dann doch ein Nationalist. Dann ist es ein bisschen verwunderlich, warum wir überhaupt in dieser Partei aktiv sind, aber gut. Scheint also ein linker Schriftsteller zu sein. He organized strikes. Ja. Oh, er ist sogar in die... Ah. He ran as an independent. Also man kann scheinbar unabhängig irgendwie kandidieren. In the 1953 general elections became the first communist to be elected to the Grand National Assembly. Spannend. Okay, also wir sollen den Wandel bringen, den die vorherigen Regierungen nicht gebracht haben. Franz Richter, leader of the Reformists, believes that true change can only be accomplished by transferring some of our powers to the Assembly. I will move into the details of their demands shortly. Also wir können denen zustimmen, wir müssen das kaputte System demokratisieren. Wir müssen darauf hören, was die Menschen sagen. Oder wenn wir Macht verlieren, werden wir nicht in der Lage sein, den Wandel zu bringen. Ja, der das Gute für das Land bringt. Also wir haben Demokratisierung versprochen. Und wir haben diese Erfahrung, dass sozusagen das autoritäre System eigentlich das Problem ist. Also stimmen wir den Reformisten zu. Da haben wir ja gerade auch schon gesagt, das wäre eigentlich, sagen im Hinblick auf die Verfassungsänderung, wäre das natürliche Bündnis mit Franz Richter und den Sozialdemokraten, nenne ich sie jetzt mal. Kurzer Fratz würde für 2 stimmen. If we need to listen to the people. Wenn wir diesem Land dienen wollen. Nein, ich glaube nicht. Also ja, aber ich schon natürlich, als Demokraten in gewisser Weise wollen wir das natürlich schon. Aber ich denke, wir müssen erstmal die Grundlagen schaffen, damit sie überhaupt eine Stimme bekommen können. Also gehen wir mit 1. That's exactly what we campaigned for, a true change that will move the country forward. We will need many allies against the old guard in the government. Und wer ist die alte Garde? In Sordland, the term the old guard is referred to describe a group of influential individuals in the government. While some call it an urban myth and dismiss it, others are claiming the existence of a white, deep state that controls the state apparatus. Rumors mention that certain key organizations harbor the leaders of the faction. It is commonly agreed that they were installed during the Sol era during the Bull era as a security mechanism. There is still not a single public admission from the suspected figures. Also eine mögliche politische Geheimorganisation könnte eine Verschwörungstheorie sein, könnte eine Absicherung der autoritären Herrschaft sein. Und möglicherweise hat die alte Garde Mitglieder in der Regierung, in unserer Regierung. Mr. Richter managed to persuade many members of Assembly to give their support for drafting a new constitution. Reformist politicians are quickly increasing in number. While the reformist wing inside our party is still a minority, they could have a tripartisan majority in the Assembly, especially if they unite under Franz Richter. Okay, also innerhalb der Einheitspartei oder der
Partei der Einheit, sind die Reformisten immer noch in der Unterzahl. Und die Mehrheit, die wir sozusagen brauchen, um die Verfassung zu ändern, die kommt eigentlich von Franz Richter und seiner Partei, der reformistischen Partei. Da brauchst du einen eigenen Sicherheitsdienst, um dagegen anzukommen. Aber Lucian deutet auch an, dass wir darüber sozusagen auch unsere Regierungsmehrheit verlieren könnten, gewissermaßen, wenn sie sich unter Franz Richter zusammenschließen. Okay, also wir können jetzt sagen, das stimmt schon, was die Reformisten in der Partei wollen, aber wir müssen sozusagen die Führung behalten, wir müssen das Gesicht sozusagen dieser politischen Veränderung sein und die reformistische Partei muss sich dem unterordnen. Oder er könnte worüber wir jetzt schon mehrmals gesprochen haben, er könnte ein möglicher Verbündeter sein, dabei für uns die Mehrheit und das ist interessant, sozusagen die Mehrheit gegen die eigene Partei eigentlich im Parlament zu behalten. Oder die Partei muss sich unserer Position unterordnen. Sie darf sich nicht zersplittern, also sie muss sich sozusagen dem Reformismus beugen. Das ist natürlich eine gewissermaßen gefährliche Position, die dritte. Das könnte schon bedeuten, dass die Parlamentsmehrheit relativ schnell wegbricht. Das mit Richter ist eine logische Entscheidung, um vorwärts zu kommen. Genau, und die Partei, das glaube ich auch. Also, zumal wir jetzt ja wissen, dass Sol offensichtlich wenig Sympathie für linke Politik hatte und es eigentlich umso seltsamer ist, dass unser Charakter sich in dieser Einheitspartei befindet, glaube ich auch, dass er einerseits als Pragmatiker, andererseits mit seiner politischen Agenda eigentlich sagt, ja gut, die Partei ist irgendwie das nötige Übel, um jetzt hier gewählt zu werden, aber im Grunde müssen wir pragmatische, progressive Mehrheiten im Parlament bilden, egal woher die kommen. Auch wenn das natürlich über Umwege oder indirekt zu einem Machtverlust innerhalb der Partei führen kann, aber wir werden sehen. Also, Mr. Richter could be a potential ally in our goal to maintain a majority in the assembly. He is definitely key in this, meint auch Lucian. The reformist demands are clear. They want to limit the president's veto powers, ensure that the Supreme Court is independent, and take away the court's right to vote on constitutional amendments. Also Vetokräfte des Präsidenten wegnehmen. Ja, okay. Die Unabhängigkeit des Supreme Courts herstellen, also des Verfassungsgerichts oder wie auch immer. Und dem Gericht das Recht wegnehmen, über Verfassungsänderungen abzustimmen. Warum ist das ein Problem? The highest legal body. Gibt es da eine konservative Mehrheit in dem? Ist das das Problem? The Supreme Court has the right to review enactments, both before and after review, also im Parlament, and it can invalidate whole laws or governmental decrees and prevent their application in future cases. The Supreme Court also functions as the second legislative body when a proposal to change the constitution of Sordland passes the Grand National Assembly, giving them the final vote on constitutional changes. It is currently led by Chief Justice Orso Hawker,
who was elected with a majority of 7 to 4. Also die Rechtsradikalen kontrollieren das Verfassungsgericht. Sehe ich das richtig? Das war der Typ doch. Hat der nicht da Verbindung zu dieser Partei? Nee, er ist in der USP. Ich dachte, er war bei der Nationalen Front. Many of the court's decisions incorporated highly controversial policies of Tarkin Sol, including the approval of the security package laws and ruling that the Bluish Freedom Party entering the election was unconstitutional, effectively removing the Bluish identity from politics. He represents the majority of the Supreme Court and is regarded by some as the most powerful and divisive figure of politics. Okay, dann habe ich das durcheinander gebracht. Also es sind nicht die Rechtsradikalen, aber es sind schon, ja, konservativ. Sehr konservativ. Also ich weiß nicht, ein Zweikammersystem ergibt schon in einer gewissen Weise einen Sinn, aber das Verfassungsgericht als zweite Kammer zu haben, ist vielleicht ein bisschen problematisch. Wobei ich sagen muss, dass mich das an meine Zeit in der Studierendenschaft erinnert. Ich war 5 Jahre lang Vorsitzender des sogenannten Ältestenrates bei uns. Und der funktioniert in gewisser Weise auch wie das Verfassungsgericht in Anführungszeichen. Das war also im Grunde genau so eine Konstruktion hier. Spannend. Aber ja, also wir müssen das sehe ich ein, der Supreme Court hat zu viel Macht. Wir können die Reformisten unterstützen, wir brauchen ein Mächtegleichgewicht. Wir müssen ihren Forderungen zuhören. Oder wir verhindern, dass sie uns beeinflussen. Nein, wir werden sie unterstützen. Das haben wir ja gerade schon gesagt. Wir wollen eine Demokratisierung. I agree, we can't ignore the winds of change after all. The old Garde will do its best to preserve the Constitution. Chief Justice Hawker and his allied judges have a great influence over the Supreme Court, which will be tough to break. Ja, das ist natürlich das Problem, ne? Das ist natürlich das Problem, um die Verfassung zu ändern und das Gericht zu entmachten in gewisser Weise, muss man eine Mehrheit in dem Verfassungsgericht haben. The court also has the final say over constitutional legislation. Without their approval we cannot even change it. Sagt auch Peter. Also das ist das Problem. Also wir brauchen ein umfangreiches Gesetz, um das Mächtegleichgewicht herzustellen. Oder wir müssen die Macht des Gerichts auf irgendeine andere Weise brechen. Oder wir vermeiden die Konfrontation, das Risiko ist zu groß. Ach, ihr seht ja gar nicht das Porträt da unten. Naja, aber egal, das habt ihr ja vorher schon gekannt. Sonst muss ich meine Kamera da oben hoch bewegen. Ich weiß nicht, ob da eigentlich irgendwas liegt. Naja, ist auch egal. Also gehen wir an den politischen Strukturen vorbei und versuchen das Gericht zu zwingen in irgendeiner Form. Dann werden wir auf jeden Fall den Widerstand der alten Garde, wenn es sie denn gibt, diese Organisation, erleben. Oder gehen wir den
formalistischen Weg, sage ich mal, mit einem umfangreichen Gesetzpaket. Ich würde sagen, das machen wir. Das erste. Einerseits, weil halt die Ränke-Spiele-Sache jetzt nicht so zu dem Charakter passt bisher. Genau, man bräuchte irgendeinen Apparat. Ja, entweder bräuchte man einen Sicherheitsapparat, um sie zu zwingen. Also, naja, quasi ein Coup gegen das Verfassungsgericht durchzuführen. Oder man muss die Mitglieder halt irgendwie erpressen oder sowas, ne? Das wäre ja das andere sozusagen, einen schmutzigen, also beide sind natürlich schmutzig, aber einen intriganten Weg zu wählen. Nee, ich würde sagen, das passt nicht zum Charakter, wir bleiben bei dem Primären. Und das ist auch politisch nachvollziehbar, denn sozusagen als USP-Präsident, auch wenn uns die Partei an sich vielleicht nicht so wichtig ist, kann man damit natürlich schon einerseits sozusagen Willen zur Zusammenarbeit signalisieren, ne, mit den Reformern, und es gleichzeitig aber auch als eigenes Projekt verkaufen. Das würde ein Politiker, glaube ich, machen. I agree, the old guard won't like this, so. Ja, das stimmt. A comprehensive reform that would make the reformists happy would mean maintaining a balance between all branches of government, which means removing your absolute veto as well. The reformists demand that all loopholes in the Constitution are closed. Es wäre mal interessant zu wissen, ob man denn eigentlich ein Veto gegen das Verfassungsgericht erheben könnte. Das wäre natürlich der Hammer. Klang jetzt erstmal nicht so, aber wie komme ich denn da mal hin? Supreme Court, Presidents, Government, Political Organizations. Nee. Supreme Court. Es gibt eine Gendarmerie und Polizei und Armee. Ja, aber wir wissen nicht, welche genauen Verfassungsrechte der Präsident eigentlich hat. Wie finde ich das denn mal raus? Präsident. Ja, da kommen nur die Namen der Leute raus. Constitution gibt's nicht. Okay. Dann können wir da leider keine informierte Entscheidung drüber treffen. We can't underestimate. Looks like we have some challenges. We cannot allow them to exist. Ja, das stimmt natürlich auch. Naja, es gibt viele Herausforderungen. Sagen wir das mal so ganz unverfänglich. We can figure it out. Our party still holds 130 out of 250 seats in the assembly. We've got the power. However, to reform the constitution, we must receive a 2/3 majority in the National Assembly, which is 166 votes, and a simple majority in the Supreme Court that equates to 6 votes. After we have settled on how to proceed, we will need to talk with our party figures. Our first goal must be to get the 150 signatures needed to start the process. Following the green light from the USP, we will reach out to the other party leaders to see if they would back our draft. The last step is to convince the justices of the court. The entire process will take a long time, but we must start working with a reform committee to evaluate all possibilities for a new constitution as soon as possible.
So, wir können eine demokratischere Verfassung zusammen mit den Reformisten schreiben. Wir können eine Verfassung schreiben, die dem Präsidenten noch mehr Macht gibt. Oder wir können mit der alten Garde zusammenarbeiten, um die bisherigen umfangreichen Befugnisse zu erhalten. Nein, wir haben es schon mehrmals gesagt, wir werden zusammen mit den Reformisten arbeiten. That's what we've been preparing for internally. Don't forget that promise is what got us elected. Ja, genau. The key thing here will be strengthening the power of the assembly, which we already lead with a majority. Peter nodded in agreement. Yes, the divisions of power need to be rebalanced for a better Sordland. According to the initial draft we made with the reformists, there are 2 changes to the constitution that are not open for their discussion. Lucian opened his dossier. First, the Supreme Court will no longer vote on constitutional amendments. And second, the President's absolute veto will be taken away. This can be replaced with a limited veto system by fixing the current loopholes. Ja, ich denke, mit beiden sind wir einverstanden. I have no problem with these clauses. Let's work with the reformists. Yes, sir. Lucian nodded. We will form a reform committee together with all parties and start reaching out to all the stakeholders in the assembly and the court for a new constitution. Peter, by later in the year we should have an idea of the reform contents and what the other parties want. Lucian took notes. Another important point, we must be aware of the Lothar group. The Lothar group, okay? The oligarchs convene under this organization to influence economic policies. Conrad led it for a long time before falling ill. The new leader is Mr. Walter Tusk. The Lothar group. The Lothar group is a private non-government organization which assesses the economic conditions of Sordland and the globe. Currently, the spokesman of the organization is Walter Tusk, who was elected by a majority vote. Originally, Lothar has a vague structure and limited leadership, und so weiter und so fort. The meetings are held in secret. Most of its members are unknown, but comprise of the richest of Sordish society, except for the speaker Walter Tusk, who acts as the public-facing official spokesperson. Theories have sprung up that the future of Eastern Mercopur is decided at these conferences. Da haben wir die nächste Geheimorganisation, mehr oder weniger. Walter Tusk is a millionaire businessman, investor and the current spokesperson of the Lothar Group. He owns the Economist Group, da haben wir ja die Zeitungsartikel drüber gelesen, which publishes the well-known newspaper. And he is a major shareholder of Sordish Steel Company, Belgia Steel. According to La Wachen Times, he is the 8th richest Sord as of 1953. Wissen wir irgendwas ansonsten über seine politischen Ausrichtungen? Ja, während der Privatisierung hat er die Stahlwerke gekauft. He is credited for his large contributions to the energy industry in Sordland. Walter is also known for his international ties due to his investments in Lesbia, Agnolia and Acacia. Walter is generally regarded as the leader of the Lothar Group. Ja, da sind die Oligarchen. Also wir haben eine Gruppe von Oligarchen, die irgendwie in die gesamte Region verstrickt ist und natürlich Privatisierung und unregulierte Marktwirtschaft ganz toll findet. Wir haben eine konservative Geheimorganisation oder zumindest ein politisches Netzwerk in den politischen Institutionen. Ja,
Und wir haben einen politischen Kampf links gegen rechts, Kommunisten gegen rechtsradikale, nationalistische Parteien hier. Ein Pulverfass, auf dem wir sitzen, würde ich mal sagen. Sehr realpolitisch. Ja, es gibt sehr... Das finde ich auch sehr spannend bei dem Spiel. Ich meine, man könnte so oft innehalten und sozusagen aktuell politische Zusammenhänge darüber diskutieren. Es gibt so viele Anlehnungen und schon sehr, sehr spannend gemacht. Macht auch sehr nachdenklich, finde ich.